nein, nein. So. So. Stärker. Einfach. Okay. Stronger. Ja, 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 ja. Gut, gut. Perfekt, perfekt. こんにちは、センカです。皆さん、ドイツで有名なプレッツェル知ってますか？今日はこちらのプレッツェルをパン屋さんで一緒に作らせてもらいたいと思います。早速行ってみましょう。 Wir machen heute zusammen schwäbische Brezeln. Da zeige ich euch, wie man den Teig macht, dann wie die Maschine funktioniert, die das eigentlich für uns macht und wie man das von Hand schlingt. Und danach werden wir die auch noch zusammen backen. Ich bereite jetzt einen Brezelteig vor. Und zwar haben wir eine Brezelpaste, die ist selbst gemacht aus Brezelbackmittel, Salz und Fett. Und dann hat meine Azubine meine Hefe geklaut. Yuchi, warum klaust du meine Hefe? Dann 450 Gramm Hefe. Bestandteil von so gut wie jedem Gebäck. Und das tue ich jetzt in die Teigmaschine. Das ist ein Pretzelを作る機械で、さっきの大きいのよりはちょっとちっちゃめです。今、水が入れられてます。 Und dann kommt auch hier Eis rein, dass der Teig nicht zu warm wird, weil der sehr intensiv geknetet wird. 最初から温度調整するために氷入れるんや。 Genau. Dann leere ich wie immer den Schlauch wieder aus. Also der Brezelteig ist jetzt hier fertig. Den hole ich jetzt aus der Maschine raus. Tue ihn hier rüber auf den Tisch. Da portioniere ich den Teig und tue ihn in die Maschine. Das ist eine sogenannte Kopfmaschine. Die portioniert den Teig in kleine Stücke. Oben rein. So, die Größe sollen die Stücke haben. Das sind jetzt ungefähr 80 Gramm. すごい、一個一個ちゃんとスペースができるように片っぽにこれがついてて、ちょっと移動させてます。 Dann haben wir hier Wurzelteigstränge und die werden auf der nächsten Ebene nochmal verlängert. すごい、ちゃんとプレッツェル用にこう真ん中が太くなってうまいこと形になってます。あー、形ができました。すごい、機械一つでできちゃうんや。めっちゃ綺麗にプレッツェルの形になってます。 Ja, 10 für dich, 10 für mich. あ、プレッツェル今から作らせてもらえるみたいです。Kann ich meine Hand waschen? Ja. Jetzt zeige ich dir, wie man Brezeln macht. Wir haben hier so einen Teigstrang, den tun wir jetzt ausrollen. Das erfordert ein bisschen Gefühl, ja. Bisschen drücken, nicht zu viel drücken, nicht zu wenig. Außen, wir wollen ja schwäbische Brezeln machen, also außen die Ärmchen dünn und den Bauch dick in der Mitte. Und dann diese Bewegung ausführen und die Ärmchen festdrücken. That's the hard part. Wenn du das einmal drin hast, dann vergisst du das nie wieder. Genau. You can push it a little harder. 意外と結構生地がしっかりしてます。 Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Bisschen länger noch. Bisschen mehr. Genau. Okay. Ja. Nein, nein. So. So. Stärker. Einfach. Okay. Stronger. Wenn du es so hast, kannst du auch so machen. Okay? Dann einfach hinsetzen. So. Schöne Brezel. Noch eine. Stronger. Just stronger. It has to go one turn here. Here. One more time, okay? もう一周しないとあかんのか。
次こそは頑張ります。どうでしょうか。Das ist Brezellauge. Genau. Dann streue ich Salz über den Bauch der Brezel und schneide sie einmal leicht kreisförmig. Die trocknet dann beim Backen und gibt dann auch eine schöne Rösche. Und dann haben wir nachher die typische rotbräunliche Brezelfarbe. Und dann geht's ab in den Ofen. Wo ist du? Hier. Ja, an guten Tagen bis zu 2000, am Wochenende dann, wenn die Leute viel frühstücken. Aber unter der Woche, wenn die Leute zur Arbeit gehen, so ja, 1500 ungefähr. すごい手際よくカットしてます。チームワークバッチリ。プレッツェルはちっちゃいので10分でできるらしい。早いね。形が可愛いですよね。プレッツェルハートみたいで。Also der Unterschied zwischen der schwäbischen Brezel und der bayerischen Brezel ist eigentlich, dass die schwäbische Brezel einen Bauch hat und dünne Ärmchen und die bayerische von der Form her relativ gleichmäßig ist. Die Schwaben sagen natürlich, unsere ist viel, viel besser, weil durch den Bauch, da passt schön Butter drauf und die Arme sind viel knackiger und röscher, aber die Bayern haben natürlich eine andere Ansicht. Jetzt sind wir 10 Minuten weiter, die Brezeln sind jetzt fertig. Das heißt, ich schnappe mir hier so ein leeres Blech, ziehe die Folie ein kleines Stück nach vorne und fahre mit dem Blech unter die Brezeln und hole sie aus dem Ofen. Dann tun wir die Brezeln hier noch mit Wasser besprühen. Genau. Das sorgt einfach nachher für einen schöneren Glanz. What made you to work as a baker? Ich bin da reingeboren worden. Also wie gesagt, von klein auf war ich da dabei. Meine Eltern gehört der Betrieb, seit ich denken kann. Und ich habe da schon als Kind immer mitgeholfen, Brezeln gemacht, Croissant gemacht und so. Und ja, dann habe ich mich nach der Schule dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen als Bäcker. Und bin bis heute froh darüber, weil der Job mir sehr, sehr viel Spaß macht. 先ほどのプレッツェル美味しそう。これプレッツェルは日本でもめっちゃ有名ですよね、ドイツの。こちらもバターと一緒にシンプルに食べるのがドイツ風らしいのでいただきます。これも外側がカリッとしててめっちゃ中はもちもちで美味しい。結構この焼き色がついてるところに香ばしさがあって、このパン一つだけでやっぱ味がしっかりあります。バターなしでもいけるな。塗っても美味しいけど。今日はドイツで有名なハート型のパンプレッツェルをご紹介しました。皆さん動画気に入っていただけたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまたね。